Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute mal den Lithiummarkt anschauen, weil sich da einiges Spannendes aktuell tut. Und ich glaube, dass die Aktien in der nächsten Zeit, vielleicht auch noch dieses Jahr, ganz ordentlich performen könnten. All das schauen wir uns in diesem Video heute an. Ja, der Lithiummarkt ist ja schon seit einiger Zeit in den letzten, ja, sagen wir mal so 2, 3 Jahren in einem sehr, sehr starken Bärenmarkt, in einem sehr, sehr starken Abwärtstrend. Aber warum ich das Video heute mache, das ist der Grund, warum ich oder beziehungsweise anders formuliert, ich sehe im Chart ganz positive Zeichen, woran ich glaube, dass wir zumindest kurzfristig mal eine ganz gute Rallye sehen könnten. Deswegen schauen wir uns die einzelnen Aktien mal im Detail an. Bevor wir anfangen, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir mal rein. Und fangen ganz normal an mit dem Lithiummarkt. Hier im Monatschart, das bedeutet, eine Kerze, die ihr hier seht, ist ein Monat. Und das, da seht ihr ja schon diesen großen Abwärtstrend, den wir schon seit einiger Zeit gesehen haben. Und grundsätzlich bei so starken, einseitigen Trends ist es oftmals nur eine Frage der Zeit, bis die zu ihren gleitenden Durchschnitten zurückkehren und einfach mal so ein bisschen quasi einen Ausgleich schaffen. Und das ist das, was ich tatsächlich glaube für die nächsten paar Monate, dass wir tatsächlich einen ganz interessanten Lithiummarkt sehen könnten, im positiven Sinne, also mit steigenden Kursen. Und es gibt natürlich auch langfristig betrachtet natürlich die fundamentale positiven Lage, dass wir eine größere Nachfrage erwarten in den nächsten Jahren. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Ja, da gibt es unterschiedliche Schätzungen, ab wann es wieder zu einem Angebotsdefizit kommen könnte beim Lithiummarkt. Dann können natürlich auch die Preise wieder deutlicher ansteigen. Aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr bullisch, weil die Nachfrage nach Lithium auch in den nächsten Jahren natürlich konstant nach oben gehen wird. Nicht nur wegen Elektroautos, sondern ganz vor allem auch wegen Energiespeichern. Ich glaube, das unterschätzen noch einige Leute. Ja, wir haben ja diese Datencenter, die Unmengen an Strom brauchen und das können wir nicht alles mit Atomkraftwerken machen, weil das dauert alles viel zu lang. Das heißt, wir machen auch erneuerbare Energien, die brauchen aber auch Stromspeicher. Und das, denke ich, wird auch noch ein großer Faktor für die Nachfrage sein, was vielleicht aktuell noch nicht ganz so einberechnet ist. Und natürlich auch andere Bereiche, wie zum Beispiel Drohnen, ja, die werden ja auch mit Akkus betrieben, die Energieversorgung. Und da steckt auch meistens oder aktuell auf jeden Fall noch Lithium drin. Und natürlich wird an anderen Materialien geforscht, aber bis das in die Serienproduktion geht, das dauert auf jeden Fall noch viele, viele Jahre. Und natürlich auch Robotik, klar, wenn man eine humanoide Roboter hat oder generell Roboter, die sind ja auch nicht an der Steckdose angeschlossen, sondern die haben Akkus. Und das sind alles Faktoren, die entsprechend die Lithium-Nachfrage anheizen. Und ich glaube, dass wir tatsächlich so in Richtung 2030 durchaus auch deutlich höhere Lithiumpreise sehen könnten, wieder hier bei so 30, 40 US-Dollar, um es mal so normalisiert, hier bei einem normalisierten Markt. Grundsätzlich, jetzt gucken wir aber mal hier auf diesen Chart und ihr seht ja auch schon in den letzten Monaten, seitdem wir hier so bei 8 US-Dollar pro, ich weiß jetzt gar nicht, um was es sich bezieht, richtig, die Preise, aber jetzt hier mal sehen wir schon eine ganz gute Erholungsrallye und ich würde auch sagen, dass wir hier den Boden definitiv gefunden haben, also dass der Lithiumpreis hier nicht tiefer fällt. Es geht auch irgendwann mal auch nicht mehr, weil dann klar dann nicht mehr produziert wird und dann automatisch der Preis wieder steigt. Aber grundsätzlich sind wir jetzt hier in einem kurzfristigen Bullenmarkt, der auch noch einige Monate anhalten kann und dementsprechend werden natürlich auch die Lithium-Aktien interessant. So, dann gucken wir uns jetzt die einzelnen Lithium-Aktien mal an. Wir fangen mal an mit Albemarle und die haben auch Quartalszahlen veröffentlicht jetzt vor kurzem. Um genau zu sein, hier am Mittwoch, am 5. November. Und die waren vor allem beim Gewinn deutlich besser als erwartet, beziehungsweise beim Verlust, der deutlich geringer ausgefallen ist als geschätzt. Ungefähr 78% die Analystenschätzungen geschlagen. Das war auch leicht besser, aber ist nicht so der Rede wert. Aber hier zeigt sich nun mal das, was normalerweise stattfindet bei solchen Bärenmärkten, dass eben die etablierten großen Player an der Profitabilitätsschraube, an der Kostenschraube drehen, die Kosten reduzieren und so entsprechend einfach effizienter arbeiten. Und das sehen wir bei Albemarle. Albemarle natürlich auch hier entsprechend mit dem Lithiumpreis mit angestiegen. Klar, das korreliert natürlich mehr oder weniger 1:1, teilweise auch sogar ein bisschen besser als der Lithiumpreis ab einem gewissen Punkt. Und wenn der Lithiumpreis weiter steigt, dann dürfte ich auch, glaube ich, oder erwarte ich auch für Albemarle ganz gute Ziele in Richtung, ja, ich kann es auch mal einzeichnen, tatsächlich alles so bis 170 Dollar. Ist tatsächlich für mich realistisch, wenn der Lithiumpreis noch weiter ansteigt, weil wir dann auch bei Albemarle irgendwann mal wieder in die Gewinnzone kommen. Ihr seht es auch hier, das ist das Ergebnis vom Bärenmarkt, ja, von der einbrechenden Nachfrage und
Irgendwann mal kommt eben dieser Wendepunkt und es ist gut möglich, dass wir eben diesen Wendepunkt erreicht haben und dass wir die Aktie zumindest für eine sehr, sehr, wenn nicht sogar für immer, also nicht mehr bei $50 sehen werden, also nie wieder bei diesem Preis so günstig die Aktie bekommen könnten. Jetzt habe ich ja das erwähnt mit der Kehrtwende und das ist eben auch das, was wir im Chart sehen. Hier im Wochenchart sind wir im Prinzip in einem stabilen Aufwärtstrend, der an sich jetzt auch nicht irgendwie Anzeichen von Schwäche hat, sondern ganz im Gegenteil Anzeichen von Stärke. Wir haben diese Unterstützung bei $88 gehabt, da haben wir durch die Quartalszahlen wahrscheinlich auch positiv darauf reagiert und so wie ich mir auch andere Charts angeschaut habe, gerade auch von der nächsten Aktie von SQM, glaube ich, dass wir auch in den nächsten Wochen ganz gute Kursrenditen hier bei den Aktien erzielen könnten. Ganz klar hier auf der Oberkante, die nächste Hürde ist so die $110. Da müssen wir erstmal drüber. Das wird definitiv so ein kleiner Knackpunkt, wo man im Auge behalten muss, ob die Aktie es da drüber schafft. Aber wenn der Lithiumpreis weiter steigt, dann glaube ich auch, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis wir hier dann durchbrechen. So, das ist so mal für Albemarle. Ich glaube, ja, zu den anderen Fundamentalkennzahlen muss man, glaube ich, nicht so viel sagen, als dass natürlich hier die Profitabilität massiv eingebrochen ist durch die fallenden Kurse. Dann hat man gegengesteuert, ja, die Kosten gesenkt, wie gesagt, und man sieht es eben auch an den Fundamentalkennzahlen. Die freien Cashflows haben sich auch teilweise verbessert. Und die Profitabilität, also der Gewinn kommt auch so langsam dann wieder und ich denke, dass auch Albemarle im 2026 dann wieder in den grünen Bereich kommen wird. Kommen wir mal zu SQM und der Chart sieht wirklich sehr, sehr interessant aus, so dass ich sogar hier nochmal nachgekauft habe. Ich bin mit der Aktie ungefähr so 50% im Minus, ich bin hier so bei 73% mal eingestiegen mit einer kleinen Summe, habe ungefähr die gleiche Anzahl an Aktien nochmal nachgelegt hier. Ist nicht so viel, nicht so der Rede wert im Grunde, aber ich glaube, dass es hier zumindest kurzfristig nochmal einen deutlichen Schub nach oben geben könnte. Und hier ist ganz klar auf der Oberseite so dieser Widerstand bei so, ja, sagen wir mal, $60. Das ist so die nächste Marke, die ich im Auge habe. Und SQM, weil es eben nicht nur hauptsächlich vom Lithiumpreis abhängt, sondern auch generell ein Chemiekonzern ist, der auch andere Sparten hat. Da sehen wir eben, dass wir uns noch ganz gut halten hier mit der Profitabilität. Aber natürlich auch die Bewertung hier ist im Vergleich zu diesen positiven Bullenmarktzeiten natürlich deutlich heruntergekommen. Klar, das Negative ist eingepreist und dementsprechend ist auch die Bewertung niedrig, aber sollte sich das Umfeld verbessern und auch die Ausblicke verbessern, dann können wir auch ganz schnell wieder hier diese mittleren KUV-Bewertungen erreichen von einem KUV von 5. Gehen wir ganz kurz nochmal auf Albemarle, damit wir das nicht vergessen, was wir hier hatten bei der Bewertung. Auch hier relativ niedrig, 2,3, ja, und auch hier denke ich, dass wir ganz gut bei normalisierten Lithiumpreisen, also weiter steigenden Lithiumpreisen, auch in Richtung KUV von 4 gehen können. Also ihr seht, die Spanne ist tatsächlich sehr, sehr ordentlich, dass wir jetzt nicht sofort wieder diese Hype-Phasen-Bereiche erreichen, klar, aber ich denke, ein bisschen höhere Bewertung ist durchaus gerechtfertigt in einem positiveren Marktumfeld. So, SQM, ansonsten, ja, wie gesagt, der Chart sieht sehr, sehr gut aus und wenn ich mir eben das so anschaue, dann glaube ich, dass eben auch die nächsten ein paar Wochen durchaus nochmal bullish sein könnten, dass wir in Richtung $60 laufen. Da habe ich so mein Kursziel, was ich zumindest mal als erstes ins Auge fasse und ich bin da recht positiv gestimmt, dass wir das dann auch erreichen und dass wir hier dann quasi so bei $30 den Tiefpunkt der Aktie gesehen haben, den die Aktie auch nicht mehr wieder erreichen sollte für eine längere Zeit. Kommen wir nun zu Standard Lithium und Standard Lithium habe ich tatsächlich jetzt erstmal aus dem Portfolio so, rausgeschmissen tatsächlich, nachdem ich hier mal nachgekauft hatte, meinen Durchschnittspreis gesenkt hatte und habe es dann hier oben quasi plus und minus dann abgestoßen, weil ich gesagt habe, okay, die Aktie ist doch ein bisschen heiß gelaufen, vielleicht auch ein bisschen zu viel Fantasie, dass die US-Regierung hier auch einsteigen könnte in Standard Lithium. Jetzt sind wir hier an einem wichtigen Unterstützungspunkt, ja, an einer 20 Wochen gleitende Durchschnittslinie, das ist ja so meine Lieblingsgleitende Durchschnittslinie, weil es halt eben immer ganz gut funktioniert in der Vergangenheit oder grundsätzlich an der Börse, finde ich, unabhängig vom Asset jetzt. Und wir haben jetzt hier auch Quartalszahlen am Montag, 10. November. Ich weiß nicht wann das Video rauskommt, vielleicht auch danach, aber hier wird es mal spannend, ob wir hier diesen Turnaround schaffen, ja, ob die Aktie hier wieder nach oben dreht oder ob wir quasi zu viel Hype hier eingepreist haben und fundamental einfach noch ein bisschen
ja, noch weiter abkühlen müssen, um eine faire Bewertung zum aktuellen Zeitpunkt zu erreichen. Standard Lithium macht dann noch keine nennenswerte, im Grunde ja, keine Umsätze. Ja, die Mine, die sie gerade am Aufbauen sind, kommt erst in den nächsten, ich glaube, 2 Jahren braucht's, 2, 3 Jahre braucht's noch. Also da ist schon noch einiges an Wegstrecke zu gehen. Nicht ausgeschlossen, dass man auch noch mal Kapitalerhöhung macht. Das würde den Aktienkurs auch weiter belasten. Aber wenn die Aktie wieder so im Bereich von $2 kommt, dann glaube ich, packe ich sie mir wieder ins Portfolio auf dem aktuellen Niveau. Ist sie mir dann doch ja etwas zu heiß gelaufen, würde ich sagen. Gucken wir uns mal Pilbara an. Pilbara auch sehr, sehr gut. Einer von euch hat es in die Kommentare geschrieben mal, warum die Aktie so gut ist. Ich habe es leider wieder vergessen. Aber der Chart zeigt es ja eigentlich auch, ja, wie gut die Aktie fundamental dasteht, beziehungsweise was für Potenzial die Aktie von Pilbara hat. Man hat, glaube ich, auch relativ niedrige Produktionskosten. Ich glaube auch hier, dass man den Turnaround ganz gut geschafft hat. Zumindest, dass wir die Aktie auch nicht mehr bei diesen niedrigen Kursen von 1,20, 1,16 sehen werden. Die Bewertung ist natürlich jetzt hier schon ein bisschen üppig und das ist so ein kleines Aber, wo man im Hinterkopf behalten muss. Wir haben jetzt hier ein KV von 12. Natürlich wird hier auch einiges an Umsatzwachstum erwartet für die Zukunft und das preist die Aktie auch ein. Aber die Aktie ist, glaube ich, schon ein bisschen vorweggelaufen, kann durchaus auch sein. Und deswegen glaube ich, dass wir hier bei Pilbara zumindest ein bisschen auch eine gute Performance bekommen werden, wenn der Markt allgemein gut läuft, klar, aber vielleicht nicht ganz so stark wie jetzt bei anderen Aktien, die so ein bisschen Nachholpotenzial haben, wie zum Beispiel eine Albemarle oder eine SQM. Deswegen bei Pilbara sicherlich langfristig ein Top-Investment meiner Meinung nach, aber zumindest kurzfristig könnte es so sein, dass sie ein bisschen überhitzt ist. So, das war mein ganz kurzes Update über den Lithiummarkt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Was haltet ihr von dem Lithiummarkt? Ist er für euch schon spannend oder noch nicht? Schreibt es gerne in die Kommentare und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.